Bald sind wir mitten im Herbst und auch wenn ich ein totales Sommerkind bin und kein großer Fan von kalten Temperaturen, der Herbst ist dann doch irgendwie eine schöne Gelegenheit, um einen kleidermäßigen Neuanfang zu starten. Also nach dem Sommer hat man dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Lust, sich mehr Gedanken um Outfits zu machen, weil man im Sommer ja eigentlich immer so wenig wie möglich angezogen hat oder halt eben nur so ein knappes Top, ein Unterteil, bequeme Sachen für den Strand und so weiter. Also da hat man nicht so viel Spielraum gehabt. Aber im Herbst ist das anders, also da kann man ein bisschen layern, eine Jacke drüber mit Schals oder anderen Accessoires spielen. Und deswegen sehe ich da mal das Positive im kalten Herbst und Winter. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich euch ein paar meiner letzten Einkäufe zeigen, die einfach ein bisschen herbstlich oder auch winterlich sind. Und das erste Teil habe ich eigentlich noch mitten im Sommer gekauft und zwar vor fast 2 Monaten, also echt ganz schön früh. Aber ich konnte es nicht lassen und zwar handelt es sich um diesen Pullover von COS. Und generell mag ich die Pullover von COS sehr gerne, weil die ja einfach so schön fest sind und echt nach 1000 Mal tragen noch genauso aussehen wie neu. Und das erhoffe ich mir bei diesem Pullover auch. Der ist in so einem schönen Nude-Ton und hat einen V-Ausschnitt. Ich glaube, ja, ist ein cooles Basic-Teil, was man echt bestimmt oft anziehen kann im Herbst und Winter. So, und dann waren Daisy und ich letztens in Barcelona und da haben wir auf jeden Fall mal im Zara vorbeigeschaut, weil da einfach die Preise ein bisschen niedriger sind als bei uns und haben uns da auch ein bisschen herbstlich eingedeckt. Ich habe unter anderem diesen Rolli mitgenommen, also ein sehr dünnes Oberteil mit Rollkragen. Fand ich auf jeden Fall super schön. Also ich mag die Farbe, ziemlich schlicht grau, aber so ein bisschen meliert und mit so einer schönen, ja, so eine schöne Struktur. Ja. So, und dann habe ich dieses wunderschöne cremefarbene Spitzenoberteil mitgenommen. Das hat lange Ärmel und so schöne Rüschendetails hier und hier. Und ja, so goldene Flecken nenne ich es jetzt mal. Und das ist eben komplett aus Spitze, das heißt, es ist auch ganz und gar nicht blickdicht und viele fragen mich dann immer, was ich unter solchen Oberteilen trage. Und ich trage dazu meistens ein Bandeau-Bikini. Also ja, dann hat man halt eben nur so einen Balken sozusagen. Oder auch Triangel-Bikinis finde ich generell zu solchen, ja fast, also so halb durchsichtigen Oberteilen schön, weil die Form von Triangel-Bikinis irgendwie ästhetischer und schöner aussieht als so ganz normale BHs, wenn man die durchsieht. Alternativ könnte man aber auch einen hautfarbenen Body dazu anziehen, also einer, der auch langärmlich ist oder ja, vielleicht genau hier abschließt oder so. Ja, dann hat man aber ein bisschen mehr Schichten an. Oder man trägt so Soft Bras und da zeige ich euch später noch welche. So viel jedenfalls dazu. Als letztes Teil von Zara habe ich hier diese Weste und das ist ein richtiges Ungetüm, weil es so richtig fett und sperrig ist. Das hier haben Daisy und ich uns beide gekauft bei Zara und ich finde, das ist echt eine coole Weste, die hier so innen irgendwie noch so Leder bezogen ist und außen ja, so eine Schafsfelloptik hat. Und ich glaube, es ist ein cooles Teil, einfach so zum Layern irgendwie ein Pullover und dann hat man das noch an. Und ist halt nicht super dick eingepackt, aber ja, hat noch einfach nochmal eine interessante Erscheinung als eine einfache Jacke. Fand ich irgendwie ganz cool und mal gucken. Es ist ja schon ein bisschen derber, als normalerweise jetzt bei mir der Fall ist, aber ich glaube, es ist bestimmt ein cooles Teil. Ein anderes Mal waren Daisy und ich in Hamburg unterwegs und da waren wir in einem Laden, der U2 heißt und da habe ich mir diesen Pullover hier gekauft. Das ist so einer aus 90% Wolle und 10% Kaschmir. Und die Form ist einfach super speziell. Also die sieht jetzt hier auf dem Bügel überhaupt nach nichts aus, aber es ist ein echt cooler Pullover, der, wie soll ich sagen, also es ist kein richtiger Rollkragenpullover, aber es hat sehr viel Stoff hier am oberen Bereich und dadurch fällt er einfach super interessant. Und ich finde auch diese gerillte Struktur total schön und die Farbe finde ich auch gut, weil es einfach nicht zu weiß ist oder auch nicht zu bräunlich. Fand ich irgendwie genau richtig vom Farbton her. Ja, echt ein super schöner Pullover und sehr besonders. Dann habe ich noch ein paar Einkäufe von einer anderen Reise und zwar dem Portugal-Urlaub im August. Und da war ich im H&M, was eigentlich keinen großen Unterschied macht als hier. Und habe mir jedenfalls ein paar Accessoires gekauft. Und zwar unter anderem diese schönen Mondausstecker.
Ja, die fand ich auf Anhieb super schön. Ich finde, der Mond ist ein schönes Symbol, was man tragen kann. Und das kam eigentlich in einem Dreier-Set daher, also mit so 2 anderen schlichten Ohrsteckern. Und ich habe es mir eigentlich hauptsächlich wegen den Mondohrsteckern gekauft. Und dann habe ich mir noch so eine Haarspange gekauft in Gold. Und die ist so kreisförmig. Also wenn man die dann in den Haaren macht, sieht man nur noch den Kreis auf den Haaren. Muss ich euch mal zeigen. Ein super cooles Haaraccessoire, was einfach eine stinknormale Frisur, beziehungsweise wenn man einfach die vorderen Haare so ein bisschen zurücksteckt, ein bisschen interessanter macht und trotzdem sehr schlicht und nicht zu kitschig einfach aussieht. Ja, fand ich super cool und gibt es, glaube ich, noch online. Kommen wir zurück zum Thema durchsichtige Oberteile. Und da habe ich mir einmal aus diesem Grund Softbras gekauft und einmal, weil ich solche Teile eigentlich schon immer mal besitzen wollte. Und diese hier sind von COS und ich finde, COS hat generell eine schöne Auswahl an solchen BHs und die dabei auch sehr bezahlbar sind, also nicht ultra viel kosten. Da kann man ja teilweise gibt es super schöne Softballs, die aber 100 € kosten und das sehe ich dann eigentlich nicht so ein. Jedenfalls sind es solche BHs, die einfach nur aus so einem dünnen Stofffetzen bestehen und einfach keine Cups oder Bügel oder sonstiges haben. Dadurch eigentlich sehr bequem sind, aber ja, sie pushen jetzt nichts oder geben auch nicht so super viel Halt. Und ich bin jetzt eigentlich relativ flach, aber ich habe mich damit abgefunden und manchmal kann es dann auch einfach ganz natürlich sein. Und da greift man dann zu so einem BH und ich finde, wie ich vorhin erwähnt habe, ist diese Form irgendwie schöner, wenn die durchscheint, als so eine ganz normale BH-Form, weil das sieht halt fast aus wie ein Bikini irgendwie, also es ist halt sehr dreiecksförmig und an der Seite hat es dann auch nur so einen dünnen Strich und ich finde das einfach ein bisschen schöner. Einmal in so einem dunkelgrau und einmal, was halt dann eher weniger für super durchsichtige Sachen geeignet ist und einfach nur ein bisschen was anderes sein soll. Eine Spitzenvariante in dunkelblau, echt super schön. Ein bisschen, mal ein bisschen mehr bzw. weniger als sonst, aber fand ich auch super schön. Ja. Vielleicht habt ihr schon auf dem Blog oder auf Instagram mitbekommen, dass ich in letzter Zeit super gerne so Tücher trage, also Tücher, die man sich um den Hals bindet oder an die Tasche macht oder als Gürtel verwendet oder sonstiges. Und meistens sind die so quadratisch und aus Seide und irgendwie altmodisch. Also ich kann mich total daran erinnern, wie unsere Mutter ganz, ganz viele von diesen Tüchern hatte. Und die hatten auch manchmal so altmodische Muster, also mit so Schmuck drauf geprintet. Und ihr wisst bestimmt, was ich meine. Jedenfalls mag ich jetzt solche Seidentücher total gerne, außer die mit so ganz altmodischen Print. Und schade eigentlich, dass meine Mutter nicht mehr so viele von diesen Tüchern übrig hat. Jedenfalls habe ich mir da letztens so ziemlich was gegönnt und mir dieses Seidentuch von Totem gekauft. Ich finde es super schön und im Gegensatz zu diesen ganz klassischen Seidentüchern sieht das halt super modern aus. Und die Farben sind schön schlicht und das Muster ist auch schlicht, aber trotzdem irgendwie besonders. Und das gibt dann jedem Outfit nochmal so ein gewisses Etwas und einfach ein bisschen mehr Detail. Und ich verlinke euch mal den Blogpost, den ich zu diesen Tüchern gemacht habe. Da habe ich ein paar verschiedene Outfits zusammengestellt, wo man einfach sehen kann, wie man solche Tücher tragen kann. Ja, so viel dazu. So, und damit sind wir durch mit meinem Ready for Fall Haul. Ich hoffe, ich bin ready, ich weiß es noch nicht ganz. Sagt ihr mir jedenfalls gerne, was ihr so im Herbst tragen werdet, auf was für bestimmte Teile ihr vielleicht setzen werdet, wie so die Farbpalette aussehen wird bei euch. Bei mir sieht es sehr stricklastig aus, ein bisschen spitze, sehr natürliche Farben wie beige, grau und ein bisschen schwarz. Und wie immer sehr schlichte Sachen und dann halt mit Detail oder so ein bisschen mit Accessoires aufpeppen wie Schmuck oder Seidentücher oder sonstiges. Ja. Schreibt mir gerne, wie es bei euch aussehen wird und dann würde ich sagen, das war's von meiner Seite und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!